everyone follow that. At the end there we gave 20 some reasons. Okay, ihr habt alle zugehört. Am Ende haben wir die 20 und noch ein paar Gründe genannt. Why today's European Union Warum die EU, die wir heute sehen, is the revived Roman Empire. das wiederbelebte römische Reich ist. But ultimately in the Bible prophecy, we see that a group of 10 nations comes from that. Und letztendlich sehen wir von der biblischen Prophetie her, dass 10 Staaten aus dieser EU herauskommen werden. So I actually call this series of teachings Nations in the Balance. Also der Titel, den ich dieser Serie immer gebe, heißt Nationen in der Balance. Oder Sounds good to me. Okay, yeah, then it's good for me too. Because in Daniel chapter 5, you know, the hand wrote on the wall and there was an interpretation, you've been weighed in the balance and found wanting. Weil in Daniel 5, als die Schrift da an der Wand geschrieben wurde, da sieht man ja, dass sie gewogen wurden. So, Leute, und dann hat man gesehen, dass sie nicht schwer genug waren. so God is weighing nations. Also Gott wiegt die Nationen. So that's why we call it Nations in the Balance. Deshalb nennen wir das Nationen auf der Gewichtswaage So sozusagen. there's any number of nations working in all of this iron and clay. Also da gibt's verschiedene Anzahl von Nationen, die in diesem Eisen-Ton-Gefüge arbeiten. But something will happen that is a catalyst to move towards 10. Aber da wird es einen Katalysten geben, der dazu führt, dass es 10 werden. So you should be relieved to know that I'm not going to tell you I figured that out. I just know there's 10. Und ihr solltet erleichtert sein, dass ich sage, dass ich da die Einzelheiten nicht weiß. Ich weiß nur, es werden 10 sein. And I know Jesus is coming back. Und ich weiß, Jesus kommt wieder. And that's the point of the entire process. God's revealing to us the kingdom forever and ever. Und das ist der ganze Punkt, dass in diesem ganzen Prozess Gott uns offenbart sein Königreich, das in Ewigkeit bestehen wird. But now that we're at the first time this period of European disintegration after nearly 60 years. Aber jetzt sind wir das erste Mal nach 50 Jahren europäischer Integration, sind wir jetzt das erste Mal, wo wir sehen, dass sich von der EU was auflöst. And so we have a lot of tensions economically, politically. Also wir haben sehr viele Spannungen im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich. And we know they've had economic crisis, like we just mentioned during the break. Die Wirtschaftskrise haben wir gerade in der Pause hier angesprochen. You know, they're referred to as the pig nations. Da werden die Pig-Nationen. Pigs, yeah. Ja, Pig-Nationen. Portugal, Ireland, Greece and Spain. Portugal, Irland, Griechenland und Spanien. And all types of, you know, economic problems and bailouts. Alle möglichen wirtschaftlichen Probleme und diese Rettungsaktionen. Printing money. Wo das Geld gedruckt wird. Called quantitative easing. Dass die quantitative Erleichterung genannt wird. And actually this is a problem for world banks, central banks right now. Because the whole world has gotten in on this. Und das ist ein Problem für alle Zentralbanken, weil die ganze Welt da mit eingeschlossen wird in die Problematik. And so they're printing money until there's no more trees. Und die drucken so viel Geld, bis es keine Bäume mehr gibt. And it's a real problem because it's musical chairs. When the music stops this time, it's going to be hard. Und das ist wirklich ein Problem. Das ist wie diese Stühle im Orchester. Wenn die Musik dieses Mal aufhört. But everything is pointing. Oh, die Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik dieses Mal aufhört, dann gibt es echt ein Problem. But everything is pointing to there will be more economic crises. Aber alles deutet darauf hin, dass es noch weitere wirtschaftliche Krisen geben wird. You know, when Greece joined the European Union, everybody knows that they fudged their numbers. It was like common knowledge. Als Griechenland der EU beigetreten ist, da wussten eigentlich alle, dass sie die Zahlen frisiert haben. It's funny, one time I was in the European Parliament. Einmal war ich im Europäischen Parlament. They didn't know that I had brought my group into a group with Irish people. Und die wussten gar nicht, dass ich eine Gruppe von Leuten zu der irischen Gruppe mit reingebracht habe. And they were having a panel discussion with
European Parliament members. Und die hatten da so eine Podiumsdiskussion mit den EU-Parlamentariern. And so they were discussing Eastern Europe, and one of the parliament members pounded the table. We have to let them in, otherwise how can we control them? Und die Frage wurde, oder die Sache wurde besprochen über Osteuropa und ob man die Länder mit reinlässt. Und einer von den Abgeordneten hat gesagt, wir müssen die mit reinlassen, weil sonst können wir sie nicht kontrollieren. So people in my group started to talk and ask questions and make statements. Und meine Gruppe, die Leute haben dann angefangen zu sprechen, als da dann Fragen und dann Statements dazu waren. The monitor heard our accents. Also der Monitor, der hat dann unsere Akzente gehört. They were like, "What's going on? I thought this group was Irish." Und dann hat er gesagt, was ist denn hier los? Ich habe gedacht, diese Gruppe wäre eine irische Gruppe. But there's going to be more and more conflicts. Aber da wird's noch mehr Konflikte geben. And a lot of it, this question of national sovereignty it's linked to economics. Und ganz oft ist es eben so, dass diese Frage der wirtschaftlichen Souveränität, dass die mit was verbunden ist? And so if you Mit der Souveränität, mit der Wirtschaft verbunden if ist. you control money, it's easy to eventually control politics. Wenn du das Geld kontrollieren kannst, dann wird es letztendlich leicht sein, dann auch die Politik zu kontrollieren. And so this is now a tension, one of the largest tensions in the iron and clay. Und das ist eine der größten Spannungen in dieser Eisen- und Tonsache. So what will happen? Also was wird geschehen? Will we have one nation kick out at a time and then 26, 25? And that's going to be really tiresome. Und wird es so sein, dass eine Nation nach der anderen austreten wird, so von 27, 26, 25? Na gut, das ist ein sehr ermüdender, langatmiger And there's Prozess. a lot of talk these days with Brexit, well, they have to make a real hard example of them so no one else tries to do this. Und dann gibt es sehr viel Gerede über den Brexit, ob man da jetzt ein wirklich das zu einem harten Beispiel werden lassen muss, damit ja niemand diesem Beispiel folgen wird. But the real question is political union. Aber die echte Frage dreht sich um die politische Union. The 10 nations is a political union. Diese 10 Nationen, das ist eine politische Union. So what happens in that direction? Was geschieht denn in dieser Richtung? I don't think that I've monitored this for 20, 30 years. Also ich habe das jetzt 20, 30 Jahre beobachtet. And I don't think today's European Union is ready to go through a process of 27, 26, 25, 24. The whole thing will blow apart. Ich denke nicht, dass die EU bereit ist für diesen langatmigen Prozess von 27, 26, 25, sondern And there've been quotes just in the last 2 weeks. ich denke, dass das Ganze eher explodieren wird. Da The gab's French minister came out yesterday saying that, I can conceive that the whole European Union can blow apart. Der französische Minister hat, eines von vielen Zitaten war, dass er sehen kann, dass die ganze EU, dass das explodieren wird. There was a quote a week ago from another official. Vor einer Woche war von einem anderen Beamten, He was part of the original commission. der Teil der ursprünglichen Kommission war. And he said, as long as people are going to be geared towards nationalism, the EU will fail. Und der dann gesagt hat, solange die Leute sich immer noch den Nationalismus haben, also die Eigenständigkeit der eigenen Länder, wird die EU scheitern. So it's a question of sovereignty. Also es ist die Frage der Souveränität ist But es. ultimately, it's a question of political union. Aber letztendlich geht es um die politische Union. Now, we said all that to say this. Also, das haben wir jetzt gesagt, um Folgendes zu sagen. What's interesting, therefore, is that it's likely that there'll be much more cataclysmic event in this whole thing. Und es ist eben entscheidend, dass da eben sehr viel mehr katastrophale Sachen geschehen werden. And so I call it the supernova model. Und ich nenne das Supernova-Model. So you get the idea. Also da könnt ihr schon sehen, was ich You have meine. countries on the periphery, Da sind Länder sozusagen am Außenrand. and you have somewhat an explosion that blows up and they're blown out.
Und dann gibt es irgendwo eine Explosion und dann werden die alle explosiv nach außen And befördert. then on the other side, you have the core countries that implode. Und dann hat man auf der anderen Seite diese Kernländer, die werden implodieren. And I actually did studies in astronomy and physics, so please forgive my supernova model. Also vergebt mir mein Supernova-Model, aber ich habe Astrophysik studiert, von daher But let me tell you this. Folgendes. In the process of nuclear fission in a star, Also in diesem Prozess von der nuclear fission, Kernfusion, was heißt das? kaboom. Explosion, Kernspaltung in was? Kernspaltung in Sternen. The stars go through a progression of elements. It burns up all the helium. Also da gehen die Sterne durch so eine Entwicklung von den Elementen. Das Helium wird verbrannt, It burns up all the lithium. dann wird das Lithium verbrannt. It burns everything up and All- goes through a progression. This is how stars evolve. Alle diese Elemente, die verbrennen, und das ist diese Progression da, und nur so entstehen Sterne. But this is really something. Aber das ist wirklich eine Sache. A star goes through all the elements until it reaches, guess what? Iron. Die Sterne gehen durch all diese Entwicklungsstadien durch, bis sie zu was werden? Ratet mal. Eisen. When a core of a star burns out everything and progresses to iron, it's game over. Und wenn so ein Stern alle diese Stadien durchgegangen ist und dann ausbrennt zu Eisen, dann ist es vorbei. Because the nuclear fission process for iron takes more energy than it gives off. Denn die Kernspaltung von Eisen, die verbraucht mehr Energie, als sie gibt. So a star has an iron core, it blows up. It's over. Also wenn der Stern dann einen Eisenkern hat und wenn der dann explodiert, dann ist es vorbei. So then, depending on the mass of the star, Und dann abhängig von der Masse des Sterns, then the core becomes a neutron star or a black hole. dann wird dieser Stern ein Neutronstern oder ein schwarzes Loch. Very good. But the countries blow out. Aber diese Länder werden sozusagen explosiv rausgeschmissen. So I believe this is a probable scenario. Also ich denke, dass das ein mögliches Szenario ist. The EU will eventually be in an existential crisis. Dass die EU letztendlich in einer existenziellen Krise kommen wird. And the question will be, are you in political union or out? Und die And we Frage, don't care how many countries there are. wird sein, bist du in dem politischen Bereich drin oder bist du draußen? Und das ist uns egal, wie viele da drin sein werden. Will you accept the political union or not? That's the direction it's been going for nearly 6 years. Werdet ihr die politische Union annehmen oder nicht? Weil das ist die Richtung, in die EU geht. So the iron core could implode at that point. And we have an example in nature. Also der Eisenkern könnte explodieren und wir haben ein Beispiel in der Natur. But it begins by controlling the money. The money works towards a political union. Aber das fängt an mit der Kontrolle des Geldes und das Geld, da geht dann die Entwicklung weiter zu der politischen Union. And it's very interesting. Today's euro Und es ist ganz interessant, der Euro is not heutzutage just part of today's European Union. gehört nicht nur einfach zur europäischen EU dazu. When you take all of the countries that use the euro, Wenn du mal alle Länder zählst oder zusammennimmst, die den Euro benutzen, or countries outside the European Union that use the euro, oder Länder außerhalb der EU, die den Euro verwenden, there's countries there. da gibt es auch Länder. Montenegro, Montenegro, several of them. mehrere. Then you have countries whose central bank policy is dictated on the euro. Und dann gibt es Länder, deren Zentralbankpolitik ist verknüpft mit dem Euro. Then when you have country groupings that are linked to the euro, like the Central African franc, West African franc,
Dann gibt's Länder, deren Währung ist mit dem Euro verknüpft, wie zum Beispiel in Afrika einige Länder und When Südamerika. you take all those countries and add them up, it's like 55 countries. Wenn man all diese Länder zusammenzählt, sind es 55 Länder. So there's quite an influence. Also da ist wirklich ein großer Einfluss vom We're Euro. not setting dates, Und wir sagen keine Daten, but we're saying the tendency is that these are the tensions that will eventually lead to the question of political union in or out. also wir sagen keine Daten, aber was wir sehen können, was sich abzeichnet, ist, dass die Entwicklung dahin geht zu einer politischen Europäischen Union. Okay, are you ready for Book of Revelation? Okay, seid ihr bereit für die Offenbarung? Revelation 13. Offenbarung 13. Thank you, Jesus. Halleluja, Jesus. He's got it figured out. Er weiß Bescheid. And it turns out okay. Und es wird alles zu einem guten Ende führen. Revelation 13. Offenbarung 13. And you will see how this parallels and complements Daniel 2 and Daniel 7. Und ihr werdet sehen, wie das eine Parallele und zu Daniel 2 und 7 ist. Revelation 13, 1 through 8. Offenbarung 13, Vers 1 bis 8. This describes the beast empire, which will be the main world power in the tribulation. Das beschreibt hier das Weltreich des Tieres und es wird das Hauptreich in der Trübsalzeit sein. So 13:1, then I stood on the sand of the sea. I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. So as in Daniel 7, the beast arises from the sea of humanity. Wie in Daniel 7 steigt das Tier aus der Menge des Meeres hervor, der The Menschenmenge, Gentile nations. aus der Heidenvölkern. And just like in Daniel chapter 7, the beast has 10 horns. Und genauso wie in Daniel 7 hat das Tier 10 Hörner. So what's new is that it has 7 heads. Und was hier neu ist, dass es 7 Köpfe hat. And so what we have are 7 heads, but one of the heads has 10 horns. Und was wir hier haben, sind 7 Köpfe, aber eins der Köpfe hat 10 Hörner. Verse 2, notice, and the beast which I saw was like unto a leopard. His feet were as the feet of a bear. His mouth was as the mouth of a lion. And the dragon gave him power in his seat and great authority. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. So you see it has the elements of the other world empires as well. It's not as mysterious to us now. Also man sieht, dass dieses Tier die Elemente dieser anderen Weltmächte hat. Das ist also nichts Geheimnisvolles. 7 heads, 10 horns. 7 Köpfe, 10 Hörner. So now we're working with 7 world empires, and one of them has the 10 horns. Also hier arbeiten wir mit 7 Weltreichen und eins davon hat diese 10 Hörner. Daniel 2, 10 toes. Daniel 2, 10 Zehen. Daniel 7, 10 horns. Daniel 7, 10 Hörner. Revelation 13, 10 horns. Und Offenbarung 13, 10 Hörner. It's all the same. 10 kings, the eventual Antichrist power base. Alles das Gleiche. 10 Könige, die letztendliche Machtbasis des Antichristen. Now we see a parallel of this in Revelation 17. Jetzt sehen wir eine Parallele davon in Offenbarung 17. Revelation 17 is the parallel. Die Parallele dazu in Offenbarung And so the 17. description here of this Babylon system is in 17 verses 2 through 14. Und Kapitel 17, Verse 2 bis 14, da ist die Parallele zum babylonischen System. And it's describing the same beast with 7 heads and 10 horns. Und hier wird dasselbe Tier beschrieben mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. But now notice the identification. Aber jetzt schau mal hier die Identifikation. So Revelation 17 verse 9. Offenbarung 17, Vers 9. And here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits.
Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. And there are 7 kings. 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he comes, he must continue a short space. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. So Revelation 17 is an interlude that's describing the historical background of the Babylonian system. Und Offenbarung 17 ist sozusagen eine Einführung in den historischen Hintergrund des babylonischen Weltreiches. So it focuses on the religious system of Babylon, which is the great harlot. Und der Schwerpunkt liegt auf dem religiösen System, was die große Hure ist. And then it is intertwined with the political system of Babylon, which is the beast. Und dann wird es mit dem politischen System von Babylon verknüpft und das ist das Tier. And it's interesting to note as well in Daniel 2, the stone comes cut without human hands. It destroys it hits the image at the feet, but destroys the entire image. God deals with all these kingdoms at the same Und das ist time. interessant in Daniel 2, wo der Stein, der losgelöst ist und geworfen wird und alles zerstört. Also das Reich wird weiter bestehen, aber ansonsten wird alles zerstört. So in some extent you're saying that the entire image is a form of a Babylonian system. God deals with it all at the same time. There's the elements throughout. Also auf die eine Art und Weise könnte man sagen, dass diese ganze Statue, die zerstört wird, ist das babylonische System. So here we are, 7 heads, 10 horns. Also hier sind wir jetzt und 7 Köpfe, 10 Hörner. Notice very closely Revelation 17 verse 10. Also und Offenbarung 17, Vers 10. Of the 7 kings, 5 are fallen and 1 is, and the other is not yet come. 7 Könige, 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. So this is the revelation at the time that John wrote Revelation. Das ist die Offenbarung zu der Zeit, wo Johannes die Offenbarung geschrieben hat. So he's saying at that time there's one more world empire to come. Er sagt, hier zu der Zeit sagt er, dass ein weiteres Weltreich kommen wird. At the time of the writing of Revelation, there is one world empire to come. So that's equating with the iron and clay mixture. Und zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, gab es noch ein Weltreich, was kommen sollte. Und das war dieses Eisen- und Tongefüge. Then it says 5 of them are already. So 5 is in the past. Und 5 sind gefallen. Das ist Vergangenheit. So we already know the progression of world empires from Daniel. Wir kennen ja von Daniel schon die Abfolge der Weltreiche. Babylon. Persia, Medes and the Persians. Dann Persien und die Meder und Perser. Greece. Dann Griechenland. Rome and the revived Roman Empire with 10 horns. Dann das Römische Reich und dann das wiederbelebte Römische Reich mit 10 Hörnern. And so 5 of them have already occurred at the time that John writes this. Und 5 von denen waren schon da gewesen zu der Zeit, wo Johannes das hier schreibt. Of those 5, we already know 3. Von diesen 5 kennen wir schon 3. Babylon, Persia, Greece. Babylon, Persien und Griechenland. 1 now is. 1 ist jetzt. The Rome of John's day, the ancient Roman Empire. Das Rom von den Tagen Johannes, also das antike römische Reich. 1 is yet to come. Und 1 kommt noch. So that's the end time revived Roman Empire with the 10 horns. Also das ist das endzeitliche, wiederbelebte römische Reich mit den 10 Hörnern. But it's saying 5 have fallen. Aber hier steht 5 sind So gefallen. completing the 7 heads. Also wenn man dann die 10 Köpfe insgesamt sieht, Now you work backwards. dann arbeiten wir uns jetzt zurück. So what's before Babylon? Was war vor Babylon? The 2 empires before Babylon were Assyria and Egypt. Die 2 Reiche vor Babylon waren Assyrien und Ägypten.
So we have the 7 heads, the 7 world empires. Also haben wir die 7 Köpfe, die 7 Weltreiche. We go through them all. Egypt, Assyria, Ägypten und Assyrien, Babylon, Persia, dann Babylon, Persien, Greece, the Griechenland, ancient Roman Empire of John's day, das antike römische Reich zu Johns Zeiten and the one world empire which is to come, the revived Roman Empire with the 10 horns. und das eine Weltreich, was noch kommen soll, das wiederbelebte römische Reich. So you can see the parallel between Revelation 13 and Revelation 17. Also kann man diese Parallele sehen zwischen Offenbarung 13 und 17. So now we're getting the 10 here. Okay, wir kommen noch zu den 10 hier. Daniel 2, 10 toes. Daniel 2, 10. Daniel 7, 10 horns. Daniel 7, 10 Hörner. Revelation 13, 10 horns. Offenbarung 13, 10 Hörner. Revelation 17, 10 horns. Offenbarung 17, 10 Hörner. They're all the same empire. Es sind alles dieselben Weltreiche. The eventual power base of the Antichrist ruling over a confederation of 10 nations. Die letztendliche Kraft, also Machtbasis des Antichristen, der über diese 10 Nationen It regiert. says that he rises up in Daniel and subdues 3 of the nations. In Daniel steht, dass er emporkommt und 3 Reiche unter sich unterwirft. So everything makes sense there? Macht soweit alles Sinn? Are you satisfied that Daniel and Revelation aren't all mysterious? We got the 10. Seht ihr das in Daniel und Offenbarung, dass da nicht alles super geheimnisvoll ist, sondern dass wir diese ganzen Sachen mit den 10 sehr gut sehen können? But notice there from Revelation, it's saying that in a sense this iron clay mixture of the feet and the toes, it works together. Aber wir sehen hier in Offenbarung, dass zu einer bestimmten Form dieses Eisen-Ton-Gemisch funktioniert. So we're in the forerunner of the eventual 10. Also wir sind jetzt sozusagen der Vorläufer der letztendlichen 10. But we're the extension of the ancient Roman Empire. Aber wir sind die Nachfolger des antiken römischen Reichs. Then we closed last hour with more than 20 reasons why today's European Union is the empire of the feet. Und die letzte Stunde haben wir abgeschlossen mit 20 plus Gründen, warum die EU das wiederbelebte römische Reich ist, das Reich dieser Füße ist. Do we have a slide of this? This is kind of interesting because sometimes, everything is so EU-centric that we actually forget other groupings. Also ganz viel ist ja so auf die EU zentriert, dass wir vergessen, dass es da noch viele andere Gruppierungen gibt. So sometimes a country might, have the idea if you're not in the European Union, therefore you're completely out of it, you're out of the picture, and you're hopelessly lost in the economic benefit. Und dann bekommt man manchmal den Eindruck, wenn ein Land, das nicht in der EU ist völlig außerhalb des Ganzen und gehört überhaupt gar nicht zum Bild dazu. But in reality, you see that the groupings of European nations are a bit more complex than just the European Union, surprisingly so. Aber man sieht hier, dass die Gruppierungen innerhalb der EU oder der europäischen Gruppen sehr viel komplexer ist als nur die EU. So we have the European Union 28. Wir haben hier die 28 Staaten der Europäischen Union. And yet we have inside the 28, we have the Eurozone nations. Und innerhalb dieser 28 Staaten sind diese 17 Länder der Eurozone. And the Euro is not the only directive that countries have opted out. Und der Euro ist nicht die einzige Sache, von der die Leute oder die verschiedenen Länder zurücktreten. So there's other groupings on other topics that are subsets of the European Union, considering what they have accepted from the EU directives. Also da gibt's andere Gruppierungen, die der EU untergeordnet sind oder aber trotzdem mit ihr verbunden sind und wo bestimmte Richtlinien rausgegeben wurden. So this is often referred to as a two-speed Europe. Und das wurde oft bezeichnet als das Europa der 2 Geschwindigkeiten. And you've heard that terminology, so that there's nations that can
work at their own rate or progression of what they want to accept from the European Union directives. Das habt ihr schon gehört, dass es eben einfach Länder gibt, die entsprechend ihrer eigenen Geschwindigkeit das von der EU und von den EU-Direktiven annehmen, was sie möchten oder in ihrer Geschwindigkeit das machen But können. there's actually much more happening in Europe than simply the European Union. Aber es gibt mehr, es passiert viel mehr in Europa als nur die EU. So in particular, you have the European Economic Area. Also ganz besonders haben wir eben die europäische Wirtschaftsbereich. Since these Scandinavian countries are not included in today's European Union. Seit die skandinavischen Länder nicht in der EU drin sind. And there's something here that's wrong about the Schengen area. Oh, no, yeah, Schengen area, this arrow, disregard that because Norway is in the Schengen Convention. Also diesen Pfeil hier bei Schengen, bei dem Schengen-Bereich, das einfach nicht beachten, weil Norwegen ist ja drin. So there's really quite a mixture. It's quite interesting. You see, when you enter Norway, you need a Schengen visa to enter Norway. Es ist ganz But interessant Norway mit is den not part of the European Union. verschiedenen Gruppen. Wenn man nach Norwegen einreist, dann reist man in den Schengen-Bereich, obwohl Norwegen gar nicht im Schengen-Bereich drin ist, gar nicht Teil der EU ist. So the European Union actually controls and monitors the border of Norway, although Norway is not in the European Union. Also kontrolliert die EU die Grenzen von Norwegen, obwohl Norwegen eigentlich gar nicht in der EU ist. So you have all types of combinations. Don't you think this chart is fascinating? Also alle möglichen Formen von Kombinationen hier, das ist echt faszinierend. But then you have the European Free Trade Association. Dann gibt's noch die europäische So Freihandelszone. Switzerland's not in the Schengen area, Schweiz ist nicht im Schengen-Bereich. but yet there's a European Free Trade Association which has the trade agreements with the European Union and the rest of Europe. Aber da ist diese europäische Freihandelszone, die diese Verbindung hat mit der EU und mit dem Rest von Europa. And then you have various monetary agreements with the EU, as we mentioned, with the Euro Empire, so to speak. Dann gibt's verschiedene Finanzvereinbarungen mit der EU, wie wir schon erwähnt haben. Then we have the nations which are applying for European Union membership, and some have gone on for quite a long time. Und dann gibt's Turkey. die verschiedenen Länder, die Beitrittsgesuche zur EU gestellt haben, die teilweise schon sehr lange Turkey laufen, is zum actually Beispiel planning Türkei. a referendum now if they will stop the process of the accession talks. Und in der Türkei sind Gespräche über ein Referendum zurzeit, ob sie die Beitrittsgespräche oder Beitrittsgesuche, ob sie das beenden wollen. And then you have the Council of Europe, which is the biggest. That's the entire white grouping there. Dann gibt's den Europarat, das ist die größte Gruppe in So Europa. what has happened historically is that the European Union began as a free trade association. Und historisch gesehen hat die EU als eine Freihandelszone begonnen. And so, for example, the United Kingdom joined the European Union in the mid-70s as a free trade group. Zum Beispiel das Vereinigte Königreich ist der EU beigetreten als freie Handelszone. But it wasn't at that time the idea or the question of having monetary union or political union. Und zu der Zeit, in den Mitte der 70er Jahre, war das überhaupt noch gar nicht auf dem Horizont, eine Finanzunion oder eine politische Union zu sein oder zu werden. But after nearly 60 years, the European Union has progressed towards the emphasis of monetary and political union. Therefore, the tensions are boiling in all these areas. Aber nach 60 Jahren hat sich eben die EU weiterentwickelt zu dieser Absicht einer Finanz- und einer politischen Union, und deshalb sind jetzt die ganzen Spannungen da. So the Eurozone members are only 17. Also die Eurozone, das sind nur 17 Staaten. So it would appear that the tensions of an eventual 10 nations could actually be from a splits within the Eurozone members themselves. Also es könnte sein, dass die
diese 10 Staaten daraus entstehen, dass aus der Eurozone, dass es da Abspaltungen gibt und dann eben diese 10 Staaten sind. Then in closing, So als zum Abschluss which oder is really closing, I believe. was ein wirklicher Just Abschluss another ist. thing for your thought is that the ancient Roman Empire, the two legs, as we said, can refer to the Eastern and the Western Roman Empire. Nur für euch so ein bisschen nachdenken, wie wir gesagt haben, das antike römische Reich, diese 2 Beine könnten eben könnten eben sein, dieses westliche und östliche Reich. And if you accept that model strictly, then that would mean 5 of the eventual 10 nations are in the West, 5 would have been in the Eastern part of the ancient Roman Empire. Und wenn man diesem Beispiel ganz genau und exakt folgt, dann würde das bedeuten, dass 5 dieser Nationen im westlichen Teil der Europäischen Union sind und 5 im östlichen. And so we see the influence of the Eastern Empire that has continued with the Eastern Orthodox Church and Wir sehen den Einfluss des östlichen römischen Reichs, der ja weitergegangen ist dann mit der griechisch-orthodoxen Kirche zum Beispiel. and then Constantinople, which was the capital of the Eastern Empire, which is today's Istanbul. Und Konstantinopel, die Hauptstadt des damaligen östlichen Reiches, was ja heute Istanbul ist. So is it possible 10 are in the East and 10 are in the West, 10 are in the Middle East, 10 are in the West? It's possible. Also ist das Ganze möglich, dann 10 im Westen, 10 im Osten oder so, ist möglich. And then there's the talk about the emphasis of Islam or some synchronous world religion that would influence these end-time kingdoms. Und dann sind auch noch Gespräche über den Islam und oder irgendwelche Abweichungen vom Islam und wie das Einfluss haben kann auf die Königreiche. So those are possibilities, but I don't think it's anything to be dogmatic on. Also das sind alles Möglichkeiten, aber da denke ich, sollte man nicht dogmatisch sein. There's very good reasoning from the Bible scholar Dake. Aber da gibt es sehr viele gute Gründe von dem Bibelgelehrten mit Namen Dave, That the Antichrist has a origin of Syria. dass der Antichrist seinen Ursprung oder dass der aus Syrien kommt. So all that's very interesting. Das sind ganz interessante Sachen, But one thing we know for sure, aber eines wissen wir ganz sicher. 27 is closer to 10 than 28, and that's where we are tonight. 27 ist näher an 10 dran als 28 und da befinden wir uns heute Abend. And really, nobody knows how it progresses. Und wirklich, es weiß echt keiner, wie das alles there will genau be weitergehen 10. wird. Aber es wird irgendwann And 10 it does geben. point that Jesus' kingdom is sooner than we think. Und es weist uns darauf hin, dass das Reich Jesu näher ist, als wir denken. So you're in the right place, Also ihr seid am richtigen Platz, doing the right thing. ihr tut das Richtige So hook up with your local church. und arbeitet mit in eurer Ortsgemeinde Find your place, do your part, und findet euren Platz dort, tut euren Teil and let's do everything to accomplish God's end time plan. und lasst uns alles tun, um den Endzeitplan Gottes zu erfüllen. We're in this period of time to bring the Gentile nations into the church. Wir leben in der Zeit, wo die Ungläubigen, die Heidennationen in die Gemeinde, in den Leib Christi reinkommen sollen. Praise the Lord. Preis den Herrn. So we'll end there. Wir werden jetzt hier aufhören. And anything you'd like to do is great. Thank you so much for your kind invitation. Vielen Dank. I believe we covered that. Vielen Dank für eure freundliche Einladung.